Hallo ihr Lieben, in diesem Video erfahrt ihr, wie man diese Glasschneider verwendet. Der Glasschneider hat ein Diamanträdchen, mit dem man Glas oder Keramik oder auch Fliesen anritzen kann. Und zu dem Glasschneider gehört auch Schneideöl. Da braucht man also nicht viel von, da muss einfach nur so ein bisschen das Rädchen mit angefeuchtet werden. Zieht euch bitte Handschuhe an, wenn ihr sowas macht, denn gerade mit so einem Spiegelglas oder auch mit solchen smalten Kuchen, an denen kann man sich sehr gut schneiden, leider, vor allem an diesen Luftlöchern hier. Also, wenn ich jetzt mit meinem Glasschneider hier die Hälfte teilen möchte, dann gehe ich einfach mit meinem Glasschneider über die Fläche, ritze da einmal ein, also nicht mehrmals, sondern einmal mit Kraft einritzen und ich halte den Glasschneider in 45 Grad. Ja, also nicht irgendwie so nach oben ziehen, sondern in so einer 45-Grad-Haltung und dann wirklich gucken, dass ihr ordentlich Kraft ausübt. Das muss richtig ratschen über die Oberfläche. Und es ist immer ganz gut, sich was drunter zu legen, entweder halt hier so eine Zeichenmatte oder Papier oder Stoff oder so, damit ihr dieses Rädchen nicht kaputt macht. Also das mache ich jetzt mal ganz kurz. Ne, wie man gehört hat, das richtig schön die Oberfläche angeritzt. Und dann gehe ich entlang der Fläche mit dieser Rückseite, die sieht bei einfacheren, ist das einfach so eine Art Kugel, gehe ich da drüber und dann kann ich mit dieser Zange hier, die ich dann auf die Linie lege, ne, also die liegt dann ganz genau parallel auf dieser Linie und nicht ganz durchdrücken, sondern so ein bisschen am Anfang lassen, diese Zange, kann ich dann diese Stücke auseinanderbrechen. Genauso funktioniert das bei Fliesen ganz gut. Ihr kennt ja diese üblichen großen Fliesenschneider. Es tut aber auch hier tatsächlich so ein kleiner. Achso, und hier immer gucken, dass ihr die möglichst glatte Oberfläche verwendet. Ne? Bei einer Fliese wäre das dann die lackierte natürlich. Kann jetzt sein, dass diese Zange dann nicht so gut funktioniert, weil das Material einfach viel dicker ist. Aber wir gucken mal. Nee. Und da ist es dann ganz gut, wenn man einen Ceppo hat, auf dem man das einfach einmal ja, teilen kann. Ansonsten geht es auch auf der Tischkante. So. Jetzt hier zu dieser Pizza, da ist das Spiel das gleiche. Auch hier suche ich mir wieder die glattere Oberfläche. Diese Pizza hat nämlich zwei verschiedene. Die hier ist ein bisschen rauer und die ist sehr, sehr glatt. Und ich will mir das jetzt einfach vorportionieren. Das würde ich auch immer machen, wenn ich so eine Pizza habe. Und würde dann nicht mit dem Hammer draufhauen, sondern erstmal mir Stücke zurechtschneiden. Und auch hier, ich muss natürlich gucken, dass die hier nicht rumwackelt. Und einmal über die Fläche ziehen. Jetzt war da bei mir eine Luftblase im Weg, das war natürlich nicht so clever. So, jetzt habe ich mir hier kurz einen Ceppo, einen Holzstamm hergezaubert, den ich eben auch zum Arbeiten mit dem Mosaikhammer verwende und lege da jetzt eben die Linie quasi parallel zum Tagliolo, zum Keil. Ja, und auch das hat gut geklappt, trotz dieser Lufteinschlüsse. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm doch ein Like oder teilt es in euren Netzwerken und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.